Was machst du hier? Kommissar Krüger, Drogendezernat. Sind Sie Ansgar Graf von Lahnstein? Ja, der bin ich. Sie sind festgenommen wegen Besitz und Schmuggel von Kokain. Wie bitte? Ich und Drogen? Sagen Sie mal, sind Sie verrückt? Wenn Sie uns bitte aufs Revier folgen würden. Sie verlassen jetzt auf der Stelle meine Wohnung. Sonst haben Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde am Hals. Sie streiten den Vorwurf ab? Vorwurf? Das ist eine Beleidigung. Wie ist denn der Name Ihres Vorgesetzten? Sie gestatten? Hören Sie mal, was Sie hier tun, ist Hausfriedensbruch. Und was ist das? Der Geist des Weines? Handschellen. Was ist das denn? 10 Gramm reines Kokain. Bei 20 Kisten A12 Flaschen kommen wir auf knapp 2,5 Kilo. Da fragt man sich, ob das noch Eigenbedarf ist. Die Hände bitte. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ansgar von Lahnstein, wohnhaft in Düsseldorf. Ansgar Graf von Lahnstein, wenn Ihnen das was sagt. Jetzt nehmen Sie mir diese Dinger ab, ich bin doch kein Schwerverbrecher. Abführen. Sie können ihn doch nicht einfach mitnehmen, er hat nichts getan. Kann ich mich vielleicht erst mal von meinem Sohn verabschieden? Kleiner, nicht traurig sein, ich bin bald wieder da, okay? Ja, morgen bin ich zurück, das kann ja nur ein blödes Missverständnis sein. Ruf meinen Anwalt an, okay? Ja, ist ja gut. Gib's doch endlich zu. Du hast mir beim Duschen aufgelauert. Ich wollte dir wirklich nur helfen. Das ist die dümmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Die haben dir die Klamotten geklaut und ich habe zufällig mitgekriegt. Wiederhol's ruhig noch ein paar Mal. Davon wird's nicht besser. Mann, dein Zeug war weg, ich hab's lediglich zurückgelegt. Zufällig in dem Moment, wo ich unter der Dusche stehe. Super Timing. Ich hab dir gesagt, ich will dich nur noch in der Schule sehen, aber nicht in den sanitären Anlagen. Hast du verstanden? Du glaubst mir wirklich nicht, stimmt's? Wenn du 7 wärst, hätte ich für sowas vielleicht noch Verständnis. Aber mit 17! Hältst du mich für einen Spanner? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich von dir halten soll. Anscheinend habe ich dich maßlos überschätzt. Und jetzt hau ab. Als wenn ich dich das erste Mal nackt gesehen hätte. Was ja auch, dass dich keiner sieht. Du willst mich erpressen? Das hast du jetzt gesagt. Wenn ich Johannes nichts von dem Praktikum erzähle, dann erzählst du Arno nichts von dem Kuss. Habe ich das richtig verstanden? Du, bei allem Verständnis für deinen Wunsch, Fotografin zu werden, aber ich werde Johannes dafür nicht anlügen. Das musst du ja auch gar nicht. Es reicht ja schon, wenn du einfach so tust, als wüsstest du von nichts. Ja, und wenn er dahinter kommt, dann wird er das als Lüge werten. Und er hätte vollkommen recht damit. Das wird er nicht. Und wenn, dann nehme ich es halt auf meine Kappe. Du kennst meine Einstellung. Ein Jahr vor dem Abitur die Schule hinzuwerfen, das wäre so unklug. Du kannst das Praktikum auch noch danach machen. Danach bin ich uralt. 1 Jahr älter als jetzt, um genau zu sein. Und ich glaube nicht, dass deine Berufsaussichten in diesem Jahr dramatisch sinken werden. Hm? Ach ja. Wenn du Arno unbedingt von dem Kuss zwischen Johannes und mir erzählen möchtest, bitte. Ich kann dich nicht davon abhalten. Aber überleg dir gut, wem du damit einen Gefallen tust. Sie haben Ansgar festgenommen. Wie bitte? Du musst ihm helfen, bitte. Er ist unschuldig. Lass, du musst seine Verteidigung übernehmen, sonst hängen sie ihm irgendwas an. Natalie, erzähl mir doch erstmal in Ruhe, was passiert ist und setz dich hin. Komm. Drogenschmuggel. Oh, ganz schön heftig. Gibt es denn Beweise?
2 Kilo Kokain in Weinflaschen. Aber ich weiß, dass er nichts damit zu tun hat. Tja, das habe ich bei der Schwarzgeldaffäre zuerst auch gedacht. Er ist nicht mehr derselbe wie damals. Spätestens seit er seinen Sohn bei sich hat, hat er sich verändert. Das ist aber ziemlich schwer zu glauben. Lars, wenn du es schon nicht für Ansgar tust, dann tust bitte für den Kleinen. Er würde seinen Papa verlieren. Das wäre eine Katastrophe für ihn. Und für dich? Für mich auch. Also schön, ich mach's. Aber nur dir zuliebe. Ich wusste es. Du bist ein Schatz, danke. Wo willst du denn hin? Ich habe meine Uhr vergessen. Nicht so schnell. Ist es zufällig diese hier? Gib sie her, das ist meine. Hol sie dir. Ups. Einfach nicht mein Tag heute. Du verdammtes Arschloch. Lass! Du hast der Siebert die Klamotten zurückgegeben. Und dafür wirst du bluten. Willkommen in der Welt des Schmerzes. Hallo. Hallo. Und? Haben Sie sich entschieden? Ja, ich möchte das Praktikum machen, unbedingt. Und was sagt Ihre Mutter dazu? Erstens ist sie gar nicht meine Mutter und zweitens interessiert mich das nicht. Ich möchte Fotografin werden. Und alles andere ist mir egal. Das ist die richtige Einstellung. Wann kann ich denn anfangen? Na, Sie wollen es aber wissen. Glauben Sie denn... Also, habe ich Talent? Sie sind begabt, keine Frage. Aber wissen Sie, Talent macht beim guten Fotografen höchstens 10% aus. Der Rest ist Fleiß, ist Ausdauer und vor allen Dingen üben, üben, üben. Ja, wann kann ich anfangen? Nächste Woche. Super. Ich muss Ihnen ja wohl nicht erzählen, dass sich ein Geständnis in jedem Falle positiv auf das zu erwartende Strafmaß auswirken würde. Sagen Sie mal, hören Sie mir eigentlich nicht zu, guter Mann? Es wird kein Geständnis geben. Es wird auch kein Strafmaß geben. Ich bin unschuldig. Den Satz habe ich irgendwo schon mal gehört. Jetzt hören Sie mal. Ich bin Inhaber einer erfolgreichen Firma, stolzer Vater eines prächtigen Jungen. Ich habe genug Geld, um mir ein angenehmes Leben zu leisten. Glauben Sie, das setze ich alles aufs Spiel, um ein paar Gramm Koks in der Spätlese zu schmuggeln? Wir reden hier über ganz andere Mengen. Schön. Dann machen Sie eine Haaranalyse. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Koks konsumiert, geschweige denn irgendwelche anderen Drogen. Kaum ein Dealer vergreift sich selbst an dem Dreck, den er vertickt. Dann erzählen Sie mir doch mal, wie das Zeug in die Flaschen gekommen ist. Sie sehen mich völlig ahnungslos. Kein Verdacht? Doch. Meine neue Assistentin hat mir tatsächlich mal eine Laien angeboten. Das ist noch gar nicht so lange her. Hat die Dame auch einen Namen? Kübler. Katharina Kübler, aber die ist wahrscheinlich nur der verlängerte Arm. Die Person, die dahinter steht, ist Tanja von Anstetten. Eine Verwandte? Das ist die Mutter meines Sohnes. Könnte sie irgendein Motiv haben? Ja. Sie hat im Sorgerechtsprozess gegen mich verloren. Sie würde alles tun, um ihren Sohn wiederzubekommen. Verstehen Sie, das alles war von langer Hand vorbereitet. Sie haben den falschen Mann. Ja, natürlich. Selbstverständlich gehen wir jeder Spur nach. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie Ihren Kopf so einfach aus der Schlinge ziehen können. Kitty, ist Graf Lahnstein nicht da?
Bitte? Er wurde verhaftet. Man hat Kokain in der Weinlieferung gefunden, für die Sie sich ja so auffällig interessiert haben. Hab ich das? Ich warne Sie, wenn Sie mich damit reinziehen, dann packe ich aus. Dann sage ich alles. Auch, dass ich meinen Chef zum Koksen überreden sollte. Ja, bitte tun Sie das, wenn Sie sich dann besser fühlen. Ich habe allerdings nicht große Hoffnung, dass Ihnen irgendjemand diese absurde Geschichte abkaufen wird. Es sei denn, Sie haben Beweise für diese Anschuldigungen? Wenn nicht, würde ich mir den Schritt gut überlegen. Es könnte sein, dass Sie ziemlich schnell eine Anzeige wegen Verleumdung an den Hals kriegen. Wir müssen Ansgar helfen, er ist unschuldig. Ihr wisst doch genau, dass er noch nie was mit Drogen zu tun hatte. Was grundsätzlich nicht ausschließt, dass er sie geschmuggelt hat. Wenn es ums Geschäft geht, war Ansgar noch nie besonders zimperlich. Heißt das, ihr zweifelt an seiner Unschuld? Ansgar hat nicht ganz unwesentlich dazu beigetragen, dass man so ziemlich an allem zweifelt, wo er seine Finger im Spiel hat. Ja, natürlich, er hat Mist gebaut, aber er hat jetzt einen Sohn. Und diese Verantwortung nimmt er verdammt ernst. Das müsst ihr doch gemerkt haben. Leider ist der Kleine das einzig Positive, das Ansgar in letzter Zeit verbracht hat. Das heißt also, ihr gebt ihm keine zweite Chance? Gesetzt den Fall. Ansgar hat nichts mit dem Kokain zu tun. Wer glaubst du, hat es ihm untergeschoben? Tanja von Anstetten, wer sonst? Sie will das Sorgerecht für den Kleinen zurück und das mit allen Mitteln. Also, ich sehe keinen Grund, mich für ihn einzusetzen. Nicht nach dem, was er unserer Familie angetan hat. Paul, was ist passiert? Ich bin da ausgerutscht. Das glaube ich dir nicht. Du hast dich geprügelt. Mit wem? Mit den Schülern, die meine Klamotten versteckt haben? Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan. Es tut mir leid. Wer war das? Sag mir die Namen, die kriegen eine Schulkonferenz und zwar mit allem drum und dran. Sehe ich aus wie eine verdammte Petze? Das hat doch nichts mit Petzen zu tun. Alle auf einen, das ist doch unfair. Sowas muss bestraft werden. Warte, ich habe ein Taschentuch. Danke, kein Bedarf. Paul! Hey Nico, hi. Und tschüss. Was macht denn unser Dienstmädchen hier? Also euer Dienstmädchen Sarah. Die hatte Stress auf dem Schloss und hat gefragt, ob sie eine Weile hier wohnen kann. Aha, na dann. Ich habe ein Praktikum. Wo? In einem kleinen Fotoladen direkt um die Ecke. Herzlichen Glückwunsch. Wann geht's los? Nächste Woche. Super. Was mit der Schule? Ja, die wird eine Weile auf mich verzichten müssen. Du willst schwänzen. Was heißt hier, ich will? Es geht halt nicht anders. Und dein Vater weiß davon? Wenn er immer gleich auf stur schaltet, dann soll er sich nicht wundern, wenn ich ihm nichts mehr erzähle. Und mit Elisabeth habe ich es mir auch versaut. Wieso? Naja, ich dachte, wenn ich Arno nichts von dem Kuss erzähle, dann erzählt sie Johannes nichts vom Praktikum. Eine nette kleine Erpressung. Ja, das hat sie auch gesagt. Und ich glaube, sie war ziemlich sauer. Und das alles nur wegen einem Praktikum in einem kleinen Fotoladen. Mit Mimis Referenzen hättest du einen richtigen Job in einem großen Atelier bekommen. Ja, na, das will ich nicht. Ich will das richtig lernen, ganz von Anfang. Ich habe einen Traum.
Und den lasse ich mir nicht versauen. Weder von Johannes und schon gar nicht von Elisabeth. War das Kai? Nein, die feige Sau hat seine Leute vorgeschickt. Was die Sache nicht unbedingt besser macht, wie du siehst. Scheiße. Mann, wäre ich doch da geblieben. Zu deiner Beruhigung, zu zweit hätten wir auch keine Chance gehabt. Hat sich's wenigstens gelohnt? Hast du deine Anne beeindruckt mit dem Einsatz? Welche Anne? Willst du mich verarschen? Ich kenne keine Anne. Und wenn ich jemals eine gekannt haben sollte, dann ist sie seit heute für mich gestorben, okay? Und was machst du noch hier? Ich meine, du gibst auch nie auf und willst sie bestimmt noch mal sehen, oder? Nein, ich möchte nur meinen lächerlichen Liebesbrief abfangen, bevor sie ihn liest und sich totlacht. Kaffee oder Erste Hilfe? Na, Auskunft. Du, hat Anne heute schon ihre Post abgeholt? Ja? Na, super. Heute ist echt mein Glückstag. Schämen Sie sich gar nicht, diesem kleinen, unschuldigen Kind vorsätzlich den Vater wegzunehmen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Oh, tun Sie mal nicht so unschuldig. Sie haben Ansgar das Kokain untergeschoben. Ich habe auch gerade erst erfahren, dass er verhaftet worden ist und bin genauso schockiert wie Sie. Oh ja, natürlich. Und am Sorgerecht für Ihr Kind liegt Ihnen natürlich auch nichts. Würden Sie niemals so eine miese kleine Intrige gegen seinen Vater inszenieren, um es sich zurückzuholen? Falls es Sie interessiert, meine Liebe, ich habe gerade einen Anruf vom Jugendamt bekommen. Bis auf Weiteres ist der Kleine in einer Pflegefamilie untergebracht. Wo er vermutlich auch bleibt, sollte Ansgar verurteilt werden. Was? Frau Schiller vom Jugendamt. Guten Tag. Ist das Ihr Sohn? Das ist Johannes von Anstetten, ja? Wenn Sie mir den Kleinen dann bitte übergeben würden. Ich stoße auf euch alle an und danke euch nochmal für alles, was ihr die letzten Wochen für mich getan habt. Prost. Wo steckt Paul eigentlich? Ich glaube, auf seinem Zimmer. Ich hole ihn. Hältst du bitte mal? Das ist bestimmt Nico. Hey, hi. Wir stoßen gerade auf Arno an. Nico, du kommst wie gerufen. Danke. Auf dein Wohl. Auf deins. Hast du die Bilder mit? Ja, zeig her. Sind sie gut geworden? Was für eine Frage. Nico ist eine fantastische Fotografin. Zum Glück konnte ich Nico davon überzeugen, mit einer professionellen Ausbildung bis nach dem Abitur zu warten. Was nicht ganz einfach war. Oh. Was machst du denn in Lisas Zimmer? Meine CD wiederholen. Wir feiern Arnos Rückkehr. Willst du nicht wenigstens mit ihm anstoßen? Nee. Hm? Was ist denn mit dir passiert? Nicht jetzt, okay? Ich erklär's dir morgen. Ja, ist gut. Paul? Hast du schon Antwort auf den Brief? Das war der größte Schwachsinn, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Dieser Brief? Sie empfindet nichts für mich, gar nichts. Wahrscheinlich habe ich mir die ganze Zeit nur was vorgemacht. Und ich habe dir auch noch dazu geraten. In Zukunft kannst du dir solche Ratschläge sparen. Ich werde mich so schnell nicht mehr verlieben. Mir reicht's erstmal. Ich habe mich schon in dich verliebt, als ich noch gar nicht wusste, wer du bist. In dem Moment, als du mir zum ersten Mal begegnet bist, mitten auf der Straße, dachte ich, mein Herz bleibt stehen. Später, als ich erfuhr, dass du meine Lehrerin bist, hatte ich schreckliche Angst, dich zu verlieren. Durch meine Lügen habe ich dich in eine schwierige Lage gebracht, was mir sehr leid tut. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages verzeihst. Du bist die aufregendste Frau, die mir je begegnet ist. Auch wenn du jetzt nichts mehr von mir wissen willst, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du glücklich wirst. Paul. Haben Sie in der letzten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches im Umgang mit dem Verdächtigen bemerkt?
Auffälliges Verhalten? Unerklärliche Stimmungsschwankungen? Neue Gewohnheiten? Nein. Wieso fragen Sie danach? Weder bei der Arbeit noch im privaten Umfeld? Worauf wollen Sie hinaus? Ansgar war wie immer. Und was sollen denn überhaupt diese blöden Fragen? Sie könnten einen Hinweis darauf geben, dass Herr von Lahnstein Drogen konsumiert hat. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ansgar hat keine Drogen genommen. Irgendjemand will ihn fertig machen und das offenbar mit Erfolg. Möglicherweise wird es Sie schockieren, aber ich muss es Ihnen sagen. In seinem Büro ist nachweislich Kokain konsumiert worden. Die Beweislage ist eindeutig. Das kann nicht sein, das ist völlig unmöglich. Und offenbar ist auch Ihr Foto benutzt worden, einige Lines zu ziehen, wie es im Fachjargon heißt. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Frau Kepler. Aber möglicherweise ist Ihr Freund nicht der Mensch, den Sie in ihm sehen. Und ich habe immer gesagt, Johannes, an die Angel gehören frische Köder. Er hat überhaupt nicht auf mich gehört. Und nachdem nicht einmal ein Stichling anbeißen wollte, habe ich natürlich klein beigegeben. Dann habt ihr euch ja richtig gut verstanden. Ja, natürlich. Nee, mit Englisch habe ich nicht so ein Problem. Mathe ist mein Horrorfach. Bei mir ist es eher umgekehrt. Sorry. Kein Problem. Hallo? Andi. Ach, was hat Mr. Ed denn? Das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, aber ich hatte nie vor, dich zu erpressen. Wirklich nicht. Was ist denn jetzt mit deinem Praktikum? Das habe ich abgesagt. Johannes hat recht. Erst das Abitur und dann die Ausbildung. Also Nico, du musst wissen, was du tust. Das ist dein Leben. Aber von mir wird Johannes nichts erfahren. Bevor irgendwelche Missverständnisse aufkommen, ich übernehme Ihre Verteidigung nur Nathalie zuliebe. Nathalie ist wunderbar. Sie ist die Einzige, die in dieser Sache nie an mir gezweifelt hat. Nathalie? Hey! Was denn? Du glaubst doch nicht etwa, was dieser Kerl über mich erzählt? Nathalie, jedes Wort ist gelogen. Hör zu, ich muss das jetzt wissen. Glaubst du mir? Ja oder nein? To your heart.